Grüne Hügel, schroffe Felsklippen und eines der wohl weltweiten Top-Tauchziele. Das alles ist Gozo. Eine Woche bin ich hier vor Ort. Und was das Tauchen im Mittelmeer so zu bieten hat? Let's find out. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen auf Gozo. Die kleine Schwesterinsel von Malta gilt als das Top-Tauchziel im Mittelmeer. Bekannt für ihr kristallklares Wasser sowie spektakuläre Höhlen, Steilwände und Wracks. Genauer gesagt bin ich hier in Slendy Bay an der Südküste der Insel. Der kleine Ort ist touristisch nicht so stark entwickelt wie zum Beispiel Masalform im Norden und besticht durch seine malerischen Felsklippen rund um die Bucht und eine entschleunigte Stimmung. Ebenfalls hier in Slendy befindet sich die Basis von Ritual Dive. Mit denen bin ich bereits Anfang des Jahres auf der Boot in Kontakt gekommen und nach etwas Hin- und Herplanerei bin ich tatsächlich bereits jetzt im April hier vor Ort. Seit 2019 ist diese Basis hier ansässig und bietet so ziemlich alles an Infrastruktur von Sporttauchen bis Tech-Diving. Und so bin ich mit meinem Sidemount-Setup hier wohl auch bestens aufgehoben. Denn ich muss dazu sagen, bis auf ein paar Tauchgänge in Korsika habe ich mit dem Tauchen im Mittelmeer bislang gar keine Erfahrung. Umso mehr freue ich mich, das Ganze endlich mal genauer auschecken zu können. Papierkram ist erledigt, Tauchtasche ist gepackt. Ich würde sagen, bereit für eine Woche Gozo. Habt ihr Bock? Ich auf jeden Fall. Let's go!
Da ich ja bereits auf Korsika tauchen war, ist mir die Art der Topographie hier nicht völlig unbekannt. Allerdings muss man sagen, Flora und Fauna sind schon anders als meine gewöhnlichen Tauchziele. Generell kommt man hier nicht hin wegen Korallen oder tropischen Fischschwärmen, sondern für Grotten, Steilwände, Canyons und natürlich spektakuläre Wracks. Denn nur an wenigen Orten ist die Dichte an Schiffswracks so hoch wie rund um Malta. Und da die meisten davon tatsächlich kontrolliert versenkt wurden, sind sie auch noch erstaunlich gut erhalten und zugänglich. Zu erwähnen ist da auf jeden Fall die MVK Vela, eine ehemalige Fähre, welche vor allem durch ihre ikonische Treppe bekannt ist und unmittelbar direkt vor der Südküste von Gozo liegt. Denn die Tauchspots hier werden in der Regel nicht mit dem Boot angefahren, sondern einfach per Auto. Ja, Freunde, die meisten Tauchgänge hier sind Shore Dives, was für mich natürlich ebenfalls komfortabel ist, da ich meine Tanks nacheinander ans Wasser bringen kann. So spare ich mir mit den Stahlflaschen, die hier in der Regel getaucht werden, wesentliche Kilos an Geschleppe auf dem Rücken. Und to be honest, das ist dann schon ein wenig entspannter, als mit den eingehängten Tanks vom Boot zu springen. Also Freunde, Bock auf ein paar Wracks? Let's go!
Das, meine lieben Freunde, war also meine Tauchwoche in Gozo. Auch wenn ich jetzt im April im Trocki unterwegs war, so ist die Wassertemperatur eigentlich das ganze Jahr über recht angenehm. Im Spätsommer sogar bis zu 26 Grad. Und auch das Tauchen selber bietet einiges, wie ihr ja gesehen habt. Nicht umsonst ist Malta die absolute Highlight-Tauch-Destination in Europa. Und das nicht nur für Fortgeschrittene. Auch Anfänger kommen hier auf ihre Kosten, vor allem im Sommer. Schade nur, dass ich die berühmte El Farut nicht betauchen konnte, da dort aktuell Baustelle am Parkplatz ist und der Einstieg vom Ufer somit unzugänglich. Aber auch so sind die Inseln auf jeden Fall eine Reise wert. Nicht nur von der Natur her, sondern auch kulturell. Denn obwohl Malta italienisch geprägt ist, liegen wir hier geografisch auf der Höhe von Tunesien. Und auch wenn Englisch die Amtssprache ist, so ist die Ursprache hier das Malti, eine semitische Sprache mit arabischen Wurzeln, die jedoch in lateinischer Schrift geschrieben wird. Was unter anderem zu, auf jeden Fall für mich, unaussprechlichen Straßennamen führt. Auch Hollywood ist hier gerne zu Gast. So wurden hier nicht nur Blockbuster wie Gladiator, Troja oder Assassin's Creed gedreht. Die ein oder andere Szenerie dürfte einem ebenfalls aus der Serie Game of Thrones bekannt vorkommen. Übrigens, zum Thema Filmen. Ihr habt sicherlich gemerkt, dass mein Videomaterial irgendwie anders aussieht als bislang. Das liegt daran, dass ich diesmal ein anderes Setup benutzt habe. Die Unterwasseraufnahmen, die ihr hier gesehen habt, sind tatsächlich alle mit dem iPhone entstanden. Und zwar, wie bereits angeteasert, im Dive C-Touch Housing. Ich war ja erst etwas skeptisch, was die Zuverlässigkeit des Touchscreens angeht. Vor allem auf Tiefe. Aber tatsächlich hat das System bestens performt. Ich würde sagen, Test bestanden. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welcher Look euch besser gefällt. Links zu meinem benutzten Setup findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, was steht jetzt noch aus? Natürlich mein Fazit zur Tauchbasis. Also, Ritual Dive versteht sich als Full-Service-Operator. Und vom Schnuppertauchen bis zur Profi-Ausbildung bietet diese Basis dazu auch die passende Infrastruktur. Zum Beispiel in Form eines großen Trainingsbereiches, inklusive eigenem Pool, DPV-Verleih, technischen Gasen und auch Rebreather-Support. Bis hin zu einem Eco-Department mit Marinebiologin und einem eigenen Foto- und Videoservice. Zwar können hier auch größere Gruppen wie zum Beispiel Tauchclubs easy unterkommen. Dennoch wird versucht, die Gruppengröße bei übersichtlichen maximal 4 Personen pro Guide zu halten. Dabei ist Ritual ebenfalls die einzige Tauchbasis in Gozo mit Dive Center, Hotel, Restaurant, Bar und Rooftop-Pool unter einem Dach. Das angeschlossene Hotel Block besticht dabei nicht nur durch vollste Integration, sondern auch durch sein modernes Interior-Design. Und wem abends hier im eher beschaulichen Schlendi mal nach etwas mehr Action ist, der kann auch als externer Besucher regelmäßiger Live-Musik oder DJ-Sets in der Bar oder auf der Dachterrasse beiwohnen. Wer jetzt mehr über das Tauchen in Gozo erfahren möchte und Lust bekommen hat, das hier bei Ritual Dive zu tun, der findet den Link zur Website ebenfalls hier unten in der Videobeschreibung. Ich jedenfalls kann diese Basis uneingeschränkt weiterempfehlen. Und das nicht nur, weil zum Beispiel alles dafür getan wurde, mir meine Wunschtauchplätze zu ermöglichen, trotz regulärem Betrieb. Also Freunde, das war doch mal eine Tauchwoche, die sich echt gelohnt hat. Bereit für das nächste Abenteuer? Ich auf jeden Fall. Und damit bin ich raus. Oder wie man auf Maltesisch sagt, ciao und bis zum nächsten Video.